Dieser Podcast wird dir präsentiert von Stage Dive Records, dein Tonstudio am Bodensee. www.stagediverecords.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Er war von 2011 bis 2017 in verschiedenen Funktionen beim VfL Wolfsburg tätig, als Trainer im NLZ, Co-Trainer, Scouts, Talentförderer oder Teammanager. Nach seiner Station als Co-Trainer bei den Würzburger Kickers wechselte er 2019 zum Hamburger Fußballverband, wo er als Verbandssportlehrer arbeitet. Er hat die UEFA A-Lizenz und außerdem über Xabi Alonso ein Buch geschrieben und dessen Spielidee auf dem Weg zur ersten deutschen Meisterschaft von Bayer Leverkusen analysiert. Aufgrund seiner Leidenschaft für den spanischen Fußball entschied er sich für gleich 2 weitere spanischsprachige Masterstudiengänge, den von Real Madrid angebotenen. Da ging es um Erfolgsmodelle im Nachwuchsfußball und 2023 noch ein ähnliches Pendant des FC Barcelona. Damit hallo und ganz herzlich willkommen an Tim Stegmann. Moin nach Hamburg. Hallo Tim. Moin, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Schön, dass du dabei bist. Und wenn ich direkt in der Eröffnung sage, dass du eine Verbindung zu Real Madrid und zum FC Barcelona hast, dann muss ich natürlich fragen, denn in Spanien gibt's nicht Real Madrid und den FC Barcelona, da gibt's nur oder. Also, für wen schlägt dein Herz mehr? Barca oder Real? Das ist eine fiese Frage natürlich, weil man dazu sagen muss, dass ich ja auch das Privileg hatte, wirklich 6 Monate im Nachwuchs von den Königlichen dabei zu sein und ein Praktikum zu machen. Und genau in diese Zeit fiel auch das legendäre Spiel von Real Madrid gegen Manchester City, wo Real Madrid dann in den letzten, ich glaube 2 Minuten oder so, das Ding komplett nochmal dreht. Und es ist halt so ein typischer Real Madrid, so ein typischer Bernabeu-Moment, wo ich tatsächlich auch im Stadion sein durfte. Und es ist halt deshalb schon der Wahnsinn, dass ich weiß gar nicht, als Ancelotti dann irgendwie Kroos und Modric ausgewechselt hat in der 70. haben alle Leute um ihn rum oder um mich rum ihn total beschimpft. Dann machen die in der 88. das eine Tor und es gibt wirklich im ganzen Stadion keinen einzigen Mensch, der daran zweifelt, dass jetzt auch nicht noch Verlängerung oder irgendwas, nein, wir machen das jetzt noch in der regulären Spielzeit, gewinnen wir auf jeden Fall. Und deshalb ist Real Madrid, kannst du eigentlich gar nicht vergleichen mit Barca in dem Sinne, weil Real Madrid ist ein anderes Lebensgefühl dahingehend. Es ist einfach aus meiner Sicht der größte Club der Welt und wenn du dann in diesem Club drin bist, bist du überrascht, wie krass familiär das ist, wie nett zugänglich die Leute sind, wie einfach es dir gemacht wird, auch da irgendwie Verbindungen zu haben und Verbindungen zu schließen, wie offen alle sind und gleichzeitig, was vielleicht für den Nachwuchsfußball nicht immer zielführend ist das Einzige, was da halt erwartet wird, Gewinnen. So, vor allem Gewinnen und danach kommt der Rest. Und dazu ist natürlich Barcelona ein krasses Gegenbeispiel, weil man halt einfach sagen muss, dass diese Barca-DNA und die Art und Weise und der Master beschäftigt sich halt ganz extrem mit der Methodik vom FC Barcelona, also wie wird da gearbeitet, wie wird da Fußball gedacht. Man kann auch immer ein bisschen scherzhaft sagen, das ist so eine kleine Sekte für sich, weil die dann den Fußball nochmal ganz anders wahrnehmen und ganz anders betrachten. Darin natürlich auch extrem viele Leute geprägt haben, nur ist es natürlich so, dass da die Ästhetik im ganzen Spiel eine ganz andere Rolle spielt. Und das zieht sich auch komplett durch den Verein, weil wenn man nochmal sich die Zeit nimmt, Barca, die Handballmannschaft zu sehen, die Basketballmannschaft zu sehen oder sogar die Futsalmannschaft zu sehen. Also ich habe mir dann auch, weil ich ja eine gewisse Zeit da war, auch mal ein Futsalspiel zum Beispiel angeguckt. Das ist Ästhetik pur. Also es ist Ich war jetzt selten vorher beim Futsal und muss aber wirklich sagen, wie die spielen und in welchem Tempo da Sachen passieren, genauso wie beim Handball, genauso wie beim Basketball. Das ist eine andere Lebenseinstellung, weil es natürlich was zutiefst Künstlerisches hat und was zutiefst Ästhetisches hat. Jetzt wollen wir als Trainer natürlich irgendwie gerne immer beides haben. Wir wollen den schönsten und tollsten Fußball spielen, aber wenn man dann jetzt irgendwie die meisten fragt, ja, ist dir das jetzt wichtiger als Gewinnen, dann sagen manche,
gewinnen wäre schon auch gut, weil wenn wir jetzt mal sehen, wie viel Champions League-Titel hat Real Madrid, das ist jetzt auch nicht unattraktiv. Und deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann diese Unterscheidung nicht treffen, weil es gibt so viele Menschen aus beiden Clubs, die ich kennenlernen durfte, die mir extrem viel bedeuten, mit denen ich mich gut verstehe. Wo ich natürlich auch denke, okay, das kann jetzt nur der deutsche Tourist sagen, irgendwie, ich finde beides okay oder ich finde beides gut, so dass mein Herz tatsächlich auch extrem nicht nur für den spanischen Fußball, sondern auch für die spanische Fußballnationalmannschaft schlägt, so in dem, wie sie Fußball spielt. Und ich glaube, da kommen eigentlich in dieser Mannschaft beide Qualitäten extrem zusammen. Einerseits in der Art und Weise, wie gespielt wird, aber auch in der Mentalität des Gewinnenwollens. Und das ist auf jeden Fall was ja, wo ich große Zuneigung für habe. Ja, ich weiß, das beantwortet die Frage jetzt nicht optimal, aber in einem gewissen Sinne. Ja, man kann es nachempfinden bei dem, was du erlebt hast und eben bei so zwei so unterschiedlichen Herangehensweisen auch. Ja, die einen, die wollen und müssen gewinnen, die anderen wollen wunderbaren Fußball zelebrieren. Also das sind ja dann schon zwei Welten, die aufeinander prallen und denen kann man beiden ja als Neutraler jetzt was Gutes abfinden und das ist ja dann auch schön, wenn es eben die beiden Möglichkeiten gibt, dass du für beide ja in der Form gearbeitet hast, dort studiert hast. Deshalb, du warst vorher schon ein absoluter Jugendfußballexperte, hast lange im NLZ bei einem Fußball-Bundesligisten gearbeitet, kommst dann zu Real Madrid. Da geht's um Erfolgsmodelle im Nachwuchsfußball. Also lass uns da mal eintauchen. Was ist so das Besondere, wenn es um Nachwuchsfußball in Spanien geht? Vielleicht eben anhand des Beispiels Real Madrid oder vielleicht auch ganz anders oder ähnliche Herangehensweise in La Masia? Ja, großes Thema. Also das ist ja heißt Master in Dirección de Fútbol. Ich habe ja schon gehört, dass dein Spanisch auch gar nicht so schlecht ist in vorherigen Folgen. Und beschäftigt sich oder zielt darauf ab, entweder Nachwuchsdirektoren auszubilden oder einen Methodikchef im Nachwuchs zu haben. Das ist jetzt eine Position, die in Deutschland sich immer weiter etabliert, die in Spanien schon sehr lange etabliert ist, weil es da, wie gesagt, vor allem darum geht, dass die Trainer im Sinne des Clubs arbeiten und weniger sozusagen nur für sich selber oder wie auch immer, sondern es geht dann wirklich darum, die Spielweise oder die Spielidee des Clubs umzusetzen und ja dann eben auch zu verfolgen. In diesem Master, also muss man dann eben unterscheiden, der Master in Madrid gibt natürlich einen massiven Einblick in Real Madrid, aber auch insgesamt in Spanien und in Europa. Das heißt, bei uns war Valencia, Real Sociedad San Sebastián, Villarreal, Sevilla. Bei uns war Sporting Lissabon, bei uns war Red Bull Salzburg. Wir sind nach Holland gefahren, haben den niederländischen Fußballverband besucht, haben Ajax, PSV, Feyenoord und AZ Alkmaar gesehen. Also wir haben wirklich sehr, sehr viele Sachen gesehen, angereichert auch noch mit anderen Sachen von Führung, von einer Psychologin, die herausragend war. Die hat, glaube mittlerweile sogar auch ihr drittes Buch geschrieben, was immer auf Spanisch und auf Englisch verfügbar ist. Maria Ruiz Oña heißt die. Die war sensationell, die hatten wir ganz zum Schluss beispielsweise bei den Vorlesungen und die hat ohne eine PowerPoint-Präsentation, selbst ohne einen Stift zu verwenden, hat die mit uns 2 Tage maximales Programm gemacht und uns extrem viel über uns selber, aber auch über Führung und über Psychologie dann eben im Team beigebracht. Und wenn es dann darum geht, was vereint all diese Modelle, dann kann man sagen, es gibt halt erstmal grundsätzlich eine spanische Perspektive, aber wenn wir jetzt erst noch einen Schritt zurückgehen und sagen, was vereint alle diese Modelle, dann ist es eigentlich eine klare Idee zu haben und diese klare Idee maximal durchzuziehen. Jetzt kann man sich logischerweise, weil es ja Inhalte sind, kann man sich super darüber streiten. Wie ist es denn, wollen wir jetzt links rumgehen, wollen wir rechts rumgehen, wollen wir jetzt den Fußball von RB spielen, wollen wir jetzt den spanischen Fußball spielen, wollen wir jetzt was ganz Neues machen? Am Ende des Tages ist es eine wichtige Frage und die wichtigste Frage ist eigentlich, wir sollten das komplett durchziehen, weil wenn eine Idee wirklich komplett gelebt wird in einem Club, immer dann, wenn diese Sachen Hand in Hand gehen und aufeinander aufbauen, also wenn der Kurs klar ist, dann segelt das Schiff und dann findet das Schiff auch seinen Hafen. Wenn der Kurs unklar ist, dann weiß halt auch nie, welcher Wind richtig ist, wie wir so schön im Norden sagen. Deshalb
ist das auf jeden Fall erstmal ein entscheidender Punkt. Dann, also kann man das sagen, als Beispiel aus der deutschen Bundesliga, ist das quasi der SC Freiburg, der vielleicht als einer von ganz wenigen so die ganz klare DNA hat, wo jeder weiß, ja, das ist unsere DNA. Jeder 14-Jährige weiß, okay, ich bin in der Freiburger Fußballschule und wenn ich so weitermache, dann ist so der Plan, der da skizziert. Ja, also ich glaube grundsätzlich, dass es wichtig ist, einen Weg zu haben und einen Weg aufzuzeigen und dass jeder auf diesem Weg weiß, dass er eine wichtige Rolle spielt und auch in seinem Moment performt. Also die Zeit, die du angesprochen hast, als ich beim VfL Wolfsburg war, die war maximal erfolgreich für den VfL Wolfsburg, und zwar in allen Belangen. Also es sowohl in Belangen, dass Mannschaften gut performt haben. Ich erinnere mich mit der U17 im Halbfinale Deutscher Meisterschaft gewesen. Ich glaube seinerzeit sogar gegen den Trainer Markus Anfang. Wir haben mit der U19 haben wir im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Christian Streich eben gespielt. Mit einmal Deutscher Meister geworden, Halbfinale gespielt, im Elfmeterschießen raus gegen Schalke 04, immer wieder dann auch in der Folge nochmal Deutscher Meister geworden. Also es war eine extrem erfolgreiche Zeit und natürlich kann man immer sagen, ja, Erfolg ist nicht alles und gleichzeitig sind aus diesen Mannschaften extrem viele Spieler hochgegangen, sind jetzt alle beim VfL Wolfsburg hochgegangen. Nicht nur, aber vor allem über den Weg zweite Mannschaft, weil genau diese Struktur extrem wichtig ist, um für junge Spieler, damit sie eben nochmal wachsen können, damit sie sich an den Herrenfußball gewöhnen, weil wir sehen das oder wir vergleichen dann gerne und sagen, ja, bei Benfica oder in Portugal insgesamt spielen, bei Porto vielleicht auch schon, spielen extrem junge Spieler in der ersten Mannschaft. Ja, das ist so. Und das ist super. Und die schaffen es auch irgendwie eine UEFA Youth League mit geführten 16-, 17-Jährigen dominant zu gewinnen. Aber wenn wir jetzt sagen, wie schnell kriegen die halt ihre Gelegenheit, Herrenspiele zu absolvieren, kriegen die wahrscheinlich etwas früher, weil, mit allem Respekt vor der Liga, die die Wettkampfqualität von dem, was abgefordert wird, nicht in jedem Moment maximal ist. So, das ist in der Premier League anders und in der Liga, die sehr wettbewerbsumkämpft ist, wie der deutschen Bundesliga, ist es natürlich auch ein bisschen anders, irgendwie diese Gelegenheiten zu geben. Und deshalb ist es vielleicht dann auch manchmal utopisch zu sagen, naja, wir brauchen jetzt einen 18-Jährigen, der muss sofort durchgehen. Das wäre super, wenn der sofort durchgeht. Und gleichzeitig ist es wie mit allen jungen Menschen, da muss man halt auch eine gewisse Toleranz für Erfahrungen geben und diese Toleranz kann vielleicht nicht jeder geben, weil es dann um den eigenen Job geht. Aber genau in dieser Zeit in Wolfsburg haben wir es geschafft, dass jeder zu dieser Zeit wusste, dass er einen extrem wichtigen Beitrag leistet auf dem Weg. Jeder wusste, okay, bei dem U16-Trainer bekommt dieser Spieler das, dann bekommt er in der U17 das. Also jeder hatte einen wichtigen Anteil in der Entwicklung. Diese Entwicklung war dadurch auch klar, das hat Sicherheit gegeben und dann kann man natürlich einem Spieler auch einen Weg aufzeigen. So sieht's dann aus. In dem Augenblick, wo das sozusagen wegfällt oder wo nach der U19 keine richtige Perspektive da ist, ist das schwierig. In Spanien ist es ganz lustig, weil indem das hier ja jetzt wieder manche Mannschaften dabei sind, eine zweite Mannschaft einzuführen, war es, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon so, dass Real Madrid hat eine dritte Mannschaft eingeführt. Also das heißt, die haben nicht nur eine zweite Mannschaft mit Real Madrid Castilla, wo Raúl Trainer ist, sondern die haben jetzt auch noch eine dritte Mannschaft, Real Madrid C, die auch in einem Herrenbereich, also in der Herrenliga Fußball spielt. Jetzt ist das Ligasystem in Spanien insgesamt anders und eine zweite Mannschaft könnte sogar in der zweiten spanischen Liga spielen, wie Alonso das ja dann auch gemacht hat mit Sanse, also mit der zweiten Mannschaft von Sociedad San Sebastián. Aber es geht halt darum, dass zum Teil schon aufgrund des Ligasystems, nur aufgrund des Ligasystems, die U19-Mannschaften schon gegen Herrenmannschaften regelmäßig im Wettbewerb stehen und im Wettkampf stehen. Und natürlich ist es aufgrund der Gesamterfahrung dann erstmal was anderes. Wir hatten auch einen Professor im Master, der das einfach nur mal ein bisschen statistisch betrachtet hat und einfach nur anhand von Zahlen gesagt hat, wer hat denn jetzt die stärkste Liga?
Und dann hat er gesagt, naja, die Anzahl an Spielerlizenzen, also das ist, was wir unter Spielerpässe kennen, in Katalonien ist in ganz Spanien die größte. Das heißt, weil da am meisten Leute Fußball spielen, ist da der Wettbewerb am größten. Dann hat er gefragt, naja, was denkt ihr denn, welche U17-Liga ist denn die stärkste? Wusste jetzt keiner so richtig. Und dann hat er gesagt, ja, Mexiko, weil in Mexiko gibt es nur eine U17-Liga. Das heißt, wenn es nur eine Liga gibt, dann ist natürlich, weil alle da reinströmen, ist natürlich die Competition darin extrem hoch. Wenn man jetzt sagt, ja, okay, wir müssen alles übertragen und wir machen jetzt irgendwie eine U17-Bundesliga und die touren dann mit 16 hier schon irgendwie von Bayern nach Hamburg, ist ja eine kurze Strecke. Das ist natürlich nicht dann der Sinn der Lösung. Aber es liegt zumindest mal eine gewisse Idee darin, darüber nachzudenken, okay, wie schaffe ich es, den größtmöglichen Wettbewerb zu haben, nämlich die größtmögliche Herausforderung, weil am Ende des Tages wollen wir ja für das höchste Level ausbilden. Also ist ja die Frage, wie schaffe ich es, dass wir regelmäßig die höchste Competition haben, den höchsten Wettbewerb, die höchste Herausforderung haben und die natürlich so viel Leuten wie möglich zugänglich zu machen. So, und dann ist es ja ein riesiges Thema. Ein ehemaliger Direktor von Real Madrid, der zu diesem Zeitpunkt, ich glaube mittlerweile auch nicht mehr bei Deportivo La Coruña war, hatte dann so ein paar alte Folien nochmal rausgeholt von einer C-Jugend, ich glaube aus dem Jahrgang 95, 96 von Real Madrid und hat halt nur mal die Bilder gezeigt von so einer Aufstellung. Und hat dann gefragt, ja, wer sieht denn ein bisschen älter aus? Also wer ist wahrscheinlich vermeintlich akzeleriert und wer sieht ein bisschen jünger aus und wer sieht normal aus? Und dann hat er sozusagen das Bild genommen und hat daneben gelegt, wer sozusagen in der U19 noch mit dabei war. Und das war insofern ein bisschen hart fast, weil er gesagt hat, naja, die Älteren oder die vermeintlich Akzelerierten, also wenn die gut sind, dann gehen die durch, das ist ja okay, aber die sind gar nicht dafür da, dass die jetzt hier durchgehen und Profi werden, sondern die sind in einer gewissen Logik oder in seiner Betrachtungsweise, das ist auch nicht die Betrachtungsweise jetzt von Real Madrid insgesamt, aber in seiner Betrachtungsweise und in seiner Idee waren die halt dafür da, damit die Kleinen, vermeintlich Kleinen, im Training nicht 100% geben müssen, sondern 150 oder 200%. Und dann sagt er natürlich, naja, wer wird sich jetzt weiterentwickeln? Der in jedem Training 80% gibt oder der in jedem Training, um zu überleben, 200% geben muss? Und dann sagt er natürlich der 200% geben muss und das sind dann die deshalb immer an ihrer maximalen Grenze sind und dann zieht der Körper nach und dann kommt der Rest. Aber wir sehen schon an dieser Diskussion oder an diesen Details insgesamt die Detailtiefe an dem Weg von jedem einzelnen Spieler, an dem Projekt, der jeder einzelne Spieler oder mittlerweile ja auch Spielerin dann darstellt, um halt zu sagen, okay, wir wollen gerne dich begleiten und wir wollen dich gerne dahin bringen und wir wollen erstens, dass es in deinem maximalen Niveau ist und dann, wenn wir jetzt uns die Methodik angucken, natürlich auch nochmal mit gewissen Informationen versehen. Und da hat natürlich dann auch jeder Club seine eigene Idee. So, dann ist es beispielsweise bei Villarreal wurde darauf geachtet, dass die Trainerteams extrem verschieden sind, also heterogen, erstens innerhalb einer Mannschaft, aber auch innerhalb des Clubs. Warum? Weil der Club gesagt hat, naja, wir bilden für den Profifußball aus. Villarreal hat, muss man dazu sagen, das gehört nämlich auch immer zur Wahrheit dazu, die gerne vergessen wird, hat eines der größten Internate überhaupt auch in Spanien. Das heißt, die haben 120 Plätze im Internat. Wir hatten damals in Wolfsburg, ich glaube, als ich da war, um die 20. Und das war, als ich angefangen habe, da war es viel. Mittlerweile ist es, glaube ich, auch nicht mehr viel und es hat sich auch verändert und so. Nur natürlich müssen wir auch nicht darüber reden, wenn ich ein Internat quasi aus ganz Spanien oder aus einem Land voll machen kann, mit einer höheren Anzahl, dann habe ich eine andere Auswahl an Zugriffleuten sozusagen, an Spielern, die ich ausbilden kann und habe deshalb wahrscheinlich auch eine andere Qualität, als kommen wir zurück auf Wolfsburg. Wolfsburg ist eine Stadt, hat 120.000 Einwohner. Das ist kein Vergleich zu Hamburg, zu Berlin, Frankfurt, München. Das heißt, natürlich wird eine bestimmte Region in Deutschland, wie Wolfsburg, zum Beispiel immer mehr darauf angewiesen sein, Leute von extern zu verpflichten, als es wahrscheinlich eine Metropolregion sonst nötig hätte.
Bedeutet, wenn wir sagen, bei Villarreal ist das größte Internat, super, die haben auch 3 Mann, also Villarreal B, Villarreal C haben sie auch und haben, wie gesagt, ihre Jugendmannschaften, die machen sie voll, die bilden sie so aus, dass sie sagen, naja, natürlich wollen wir gerne für die erste Mannschaft ausbilden, wie zum Beispiel Rodri, aber wir wollen vor allem erstmal für den Fußball ausbilden, weil es ist natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor, wenn man es so erstmal betrachtet. Weil durch FIFA-Kompensation und durch UEFA-Richtlinien man immer sicher sein kann, dass wenn ich jemanden ausgebildet habe, der auf europäischem Level spielt, auf Liga 1 oder 2, ich bei jedem Wechsel als Club davon eine garantierte Summe bekomme. Das heißt, es ist marktwirtschaftlich eine gute Idee, wenn man das schafft und wenn man das macht, weil es kann für einen Verein extrem nachhaltig sein. Und die haben dann gesagt, wir wollen extrem verschiedene Trainer und extrem verschiedene Trainerteams und das gerne auch in verschiedenen Mannschaften wollen wir sehr unterschiedliche Typen haben. Warum? Weil wir nicht wissen, was für ein Trainertyp bekommt denn unser Talent später im Profifußball. Und im Profifußball musst du als Spieler mit allen klarkommen. Du kannst nicht sagen, ja, ich kann das oder ich kann das. Das ist ja auch gerne eine Kritik an Barcelona-Spielern sozusagen. Die können in einer gewissen Art und Weise Fußball spielen und sobald sich dann vielleicht die Gegebenheiten und der Kontext zu stark verändert, kommen sie vielleicht gar nicht mehr so sehr klar. Möchte ich nicht verallgemeinern, nur ist es zumindest ein Punkt, den man berücksichtigen kann. Ich möchte gerne möglichst verschiedene Sachen haben, ich möchte möglichst verschiedene Spielstile haben, ich möchte gerne verschiedene Elemente haben, damit unsere Talente das alles kennenlernen und sich am adaptivsten, also am anpassungsfähigsten zeigen. Bei Valencia wiederum war es dann zum Beispiel so, dass die gewisse Schwerpunkte hatten in ihrer Fußballausbildung und natürlich ist es ein Problem oder eine Herausforderung, was viele gute Clubs, sowohl überall auf der Welt haben. Wenn sie mit ihren Nachwuchsmannschaften spielen, sind sie erstmal überlegen. Sie haben die besseren Spieler. Und jetzt stell dir vor, wir sagen, okay, wir haben jetzt die ganze Woche, tiefes Verteidigen oder Mittelfeldpressing meinetwegen trainiert, weil wir darin besser werden wollen. Wir wollen gerne viele 1-gegen-1 Duelle defensiv jetzt erstmal gewinnen. Und jetzt hast du am Wochenende ein Spiel und du hast 80% Ballbesitz. Wie willst du denn jetzt dein Ausbildungsziel dahingehend erreichen? Das wirst du erstmal nicht erreichen. Also ist es tatsächlich eine Vorgabe dann vom Club zu sagen, pass auf, wenn das jetzt hier gerade unser Thema ist, in diesem Monat oder in diesem Zeitraum, werden die Spiele auch exakt so gespielt. Das heißt, wir geben dem Gegner den Ball. Wir sorgen eigentlich dafür, dass wir bei diesem Spiel wollen wir bewusst nicht so viel den Ball haben. Warum? Weil es uns wichtig ist, dass unsere Spieler maximal in die Anwendung kommen und maximal immer wieder vor diese Situation gestellt werden, weil dafür haben wir ja trainiert und wir wollen jetzt mal das Feedback aus dem Wettkampf haben. Wie ist es denn? Wie gut sind wir denn wirklich? Haben wir das, also auf welchem Level sind wir jetzt? Und darüber ein Wachstum herzustellen. Also diese Verbindung auch zu haben aus Trainingsinhalt und natürlich Spielanwendung als ein wichtiges Thema. Und dann kann man insgesamt schon auch festhalten, dass natürlich die Perspektive grundsätzlich von dem spanischen Trainer einfach sich unterscheidet zu der, ich weiß gar nicht mehr, ob ich den Zugang zu einer typisch deutschen Trainerperspektive habe, aber die Sichtweise auf das Spiel ist natürlich anders und die Methodik. Ja, was ist der größte Unterschied, deiner Meinung nach? Aus meiner Sicht sind die Trainer taktisch extrem gut. Taktisch wirklich extrem gut und taktisch nicht so verstanden, ich kann jetzt hier dir jedes System würfeln und so weiter, sondern dass die Trainer in der Lage sind, den Spielern Referenzen mitzugeben, also Orientierungspunkte auf dem Platz, anhand deren die Spieler sich orientieren können, um die beste Entscheidung zu treffen. Spanische Trainer sind normalerweise genial darin, jeden Spielkontext in ein Positionsspiel abzuwandeln, dass die Verhaltensweisen, die darin stattfinden, möglichst möglichst oft übersetzt werden, also diesen Kontext zu übersetzen in eine Spielform, wo es zwar irgendwie um wenn wir von außen zugucken, sagen wir ja, es ist Ballbesitz. Das ist so typisch irgendwie auf Ball halten und bla bla bla. Und es geht aber um ganz andere Details. Es ist natürlich auch ganz, ganz spannend, weil ich habe sehr viel Training gesehen in der Zeit.
Und du denkst ja dann, alles klar, ich bin jetzt Kolumbus, ich entdecke die neue Welt. Guck mir die ganzen Trainings an und dann sagst du, ja, aber die Trainingsform kennst du ja jetzt irgendwie alle. Also oder ist jetzt, klar sind nochmal spannende Sachen mit dabei, aber es kann jetzt nicht alleine an diesem Training liegen, dass da was anderes bei rauskommt. Also, woran liegt es? Also musst du tiefer gucken. Du musst lernen, etwas, was du schon kennst, mit neuen Augen zu betrachten, was extrem schwer ist. Was wirklich schwer ist, weil du siehst ja erstmal nur, was du kennst. Du denkst ja, also du brauchst ja auch nicht das, was du nicht weißt, weil du weißt ja nicht, dass es dir fehlt. So, also du musst ja wirklich hingucken, du musst zuhören, du musst gucken, was sagen die Trainer in ihrem Coaching extrem gut, sehr detailliert auf die Spieler. Und natürlich gibt's manchmal was mit Fragen, aber manchmal ist es auch sehr direktiv. Also es ist gibt natürlich verschiedene Stile darin, aber die Qualität an Information ist maximal hoch. Also die Informationen, die Spieler bekommen im Coaching, sorgen auf jeden Fall immer für einen Qualitätsunterschied. Und ein paar Sachen davon sind natürlich auch Umweltumstände, wenn man so möchte, weil ich habe eben schon gesagt, in Katalonien gibt es die höchste Anzahl an Spielerlizenzen. Katalonien ist gleichzeitig die Region die quasi im Schnitt die kleinsten Plätze hat. Und dazu muss man wissen, in Spanien spielt man leider, ich glaube ab der U12 fast komplett 11 gegen 11. Das heißt, um einen kleinen Einschub zu machen, indem der DFB jetzt diese Kinderfußballreform gemacht hat, sagen eigentlich alle in Spanien oder auch alle anderen, mit denen ich aus dem Ausland gesprochen habe, ach du Schreck, wenn die Deutschen das jetzt hinkriegen, mit 80 Millionen 3 gegen 3 zu spielen, dann wissen wir haben bald keine Chance mehr. Also, weil ich weiß ja auch, dass in Deutschland das mitunter kritisch gesehen wird und es ist also im Ausland haben die Leute eher Schiss davor. Aber egal. Wenn wir jetzt zum ursprünglichen Thema zurückkehren und sagen, naja, da wird sehr früh 11 gegen 11 gespielt, auf extrem kleinen Plätzen. Und man muss wissen, die Leute sind extrem kompetitiv, die wollen unbedingt gewinnen, die hassen es zu verlieren. Dann geht's natürlich darum, also die Trainer sozusagen in ihrer Haltung sind jetzt nicht besser oder schlechter als hier, weil hier sagen wir auch, ja, aber warum muss jetzt ein U11-Trainer, U12-Trainer, warum will der unbedingt gewinnen? Sei es drum, die wollen auch unbedingt gewinnen. Was machen die? Die finden Lösungen, weil verteidigen kriegt natürlich auch auf einem kleinen Platz, insbesondere kriegt ja jeder hin und mit Abseits und allem drum und dran, defensive Organisation. Also finden die Leute Lösungen, wie sie dagegen Tore schießen. Dazu musst du ja taktisch weiter sein, du musst ja schlauer sein, du musst dir andere Sachen ausdenken, du musst natürlich eine gewisse Technik auch haben, die dir erlaubt, auf engen Räumen irgendwie eine Lösung zu finden. Das heißt, bei aller Genialität und bei allen extrem guten Sachen, die da natürlich stattfinden, muss man sich auch oder kann man sich auch die Frage stellen, wie ist es gekommen? Naja, es ist dadurch gekommen, dass jemand hat ein Problem und braucht eine Lösung. Und wenn die Lösung ist, wir, weiß ich nicht, schaffen Überzahl in Ballnähe oder wir attackieren die Schnittstellen oder meinetwegen, wir spielen auf dem zweiten Ball mit einer U16, weil wir denken, so gewinnen wir, dann machen die das. Und dazu kommt, dass sehr viele Stadtteilvereine oder fast jeder Stadtteilverein hat nicht nur einen Kunstrasenplatz, sondern dieser Kunstrasenplatz ist manchmal so eingebettet in so ein kleines, wie so ein Amateurstadion. Das heißt natürlich auch, dass die Jugendmannschaften, also auf diesem Platz, spielt jede Mannschaft aus dem Verein. Natürlich spielen dann die Jugendmannschaften auch schon in so einem Stadion. Und natürlich gibt das schon mal einen gewissen Eindruck. Und ich kann sagen, dass auf der Tribüne vor allem die Mütter die größten, ja, ich will nicht sagen Furien, aber auf jeden Fall die waren, die sehr viel Emotionen immer mit ins Spiel reingebracht haben. Und das beeinflusst natürlich dann in der Folge alles, weil es ist dieses Thema, ich will unbedingt gewinnen, wir müssen Lösungen finden, wir finden Lösungen, wir müssen taktisch darin besser sein, wir wissen, dass wir jede technische Handlung nicht von der taktischen Intention trennen können, die Sachen finden im Verbund statt. Und natürlich dementsprechend auch oft in Spielform. Und die Begleitung darin ist dann eben auch extrem gut, so dass Spieler die besten Hinweise bekommen oder auch viele Orientierungshilfen zumindest bekommen,
um da dann also daran zu wachsen und auch für sich grundsätzlich gute Entscheidungen zu treffen. Und trotzdem muss man ja auch dazu sagen, ich bin jetzt ja quasi privilegiert gewesen darin, dass ich in sehr guten Orten da irgendwie viel gesehen habe. Und natürlich habe ich mir auch 1-2 Amateurvereine angeschaut. Und trotzdem wird es auch irgendwo in Spanien Orte geben, wo vielleicht jemand dann das hört, was wir jetzt erzählen und sagen, ja, aber hier ist es genau gegenteilig so. Das ist halt wahrscheinlich überall so. Aber trotzdem, wenn man deinen mega interessanten Ausführungen lauscht, dann hat man wirklich den Eindruck, dass das Problem, was wir in Deutschland ja eigentlich ausgemacht haben, dass wir eigentlich zu taktisch auch trainieren mit all den Jugendlichen und nicht so individuell vielleicht wie der Spanier, dass du auch die Erfahrung gemacht hast. Wird da mehr individuell auf den Einzelnen geguckt oder kann man das so pauschal gar nicht sagen für Spanien? Also ich glaube, es fängt ja erstmal damit an, was verstehen denn wir unter Taktik? Ich glaube, dass in Deutschland der Begriff oder das Verständnis von Taktik extrem ausgeprägt ist, dahingehend, dass jeder irgendwie denkt, es geht um eine Formation, es geht um ein Spielsystem, es geht darum, dass wir jetzt Angriffspressing spielen oder wie ist der Spielaufbau und es muss sehr mechanisch sein. Ich glaube, dass Fußball ein zutiefst taktisches Spiel ist. Ich glaube, dass wenn wir in unseren Trainerkursen sind, provoziere ich gerne darin, dass ich sage, wir sind nicht zu taktisch, wir machen zu wenig Taktik. Warum? Weil jede Entscheidung, die ein Spieler, eine Spielerin fällt auf dem Platz, basiert auf einer taktischen Intention, weil das ist eine Entscheidung, die ich treffe zur Erfüllung meines gerade wichtigsten Spielziels. Oder es ist, wenn wir beide essen und es gibt Buffet, dann agieren wir am Buffet extrem taktisch, weil ich weiß, ich habe Hunger, ich möchte jetzt irgendwie gerne das essen, weiß nicht, es gibt Fleisch und es gibt, weiß nicht, Blumenkohl, der eine mag keinen Blumenkohl, aber sagt, okay, ich will das, der andere sagt, ich bin Vegetarier, aber am Ende des Tages triffst du die Entscheidung, warum, aufgrund deiner Intention zur Erfüllung deines Ziels, du willst satt werden. Ich glaube, dass wir noch besser darin werden können, diese taktische Dimension zu begleiten. Das bedeutet, dass wir weniger darin sind, was ist richtig und was falsch, weil richtig und falsch ist im Fußball sehr umstandsbedingt und das, was eben richtig war, kann gleich falsch sein und dass es eher darum geht, entweder eine generelle Handlungsidee mitzugeben oder dass es eben genau darum geht, was sind die Entscheidungskriterien für dich, eine Entscheidung zu treffen und am Ende des Tages vielleicht auch mal zu fragen, warum hast du dich denn gerade so entschieden? Weil dann wird uns der Spieler oder die Spielerin möglicherweise Sachen sagen, die wir gar nicht wahrgenommen haben, weil der Spieler eine andere Perspektive hat als wir. Wir von außen natürlich immer alle ein bisschen gemütlicher sind als der Fokus auf dem Platz. Es gibt auch welche, die sagen, ich brauche gar keine Kamera von draußen, ich brauche die Kamera quasi entweder vom hinteren Tor oder vom Spieler, weil das ist doch seine Sicht. Ich muss doch vergleichen können, was hat er denn überhaupt wahrgenommen. Aber am Ende des Tages geht es also darum, Referenzpunkte zu haben. Natürlich geht es immer darum, dass die Wahrnehmung optimal ist oder je mehr ein Spieler oder eine Spielerin wahrnehmen kann, je mehr Informationen hast du, desto besser kannst du entscheiden. Das ist ja auch logisch dahingehend. Und dann geht es vielleicht nochmal im nächsten Schritt darum, wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen gerne, dass unsere Spielerinnen und Spieler bessere Entscheidungen treffen und wir wollen sie darin begleiten und wir haben eine Idee, wie das funktionieren kann, ob mit Fragen oder mit Hinweisen, worauf kannst du achten, welche Informationen brauchst du, schau doch hier mal ins Zentrum, dass ich nicht automatisch immer den Ball nach außen spiele, sondern schau zur Mitte. Wenn du die Mitte bedrohen kannst, super, dann können wir Gegner überspielen, das ist ein Vorteil für uns, dass wir diese Sachen sehen und wenn dieses Verständnis noch wächst, dann können wir auch genau diese Sachen in der Verbindung miteinander trainieren. Denn wenn jetzt gesagt wird, wir sind zu taktisch, dann muss man sich ja die Frage stellen, was ist denn die Alternative? Die Alternative heißt jetzt, okay, wir sollen gar nicht taktisch sein, wenn ich jetzt das überspitzt formuliere, dann wären wir immer in der Übungsform, dann wären wir jetzt, stell dir vor, eine endlos Passschleife.
wer fängt wegen einer Endlos-Passschleife an, mit Fußball zu spielen? Nie, ich kenne keinen Menschen. Weil es extrem langweilig ist, weil ich nämlich von A nach B spiele und B spielt zu C, der Ablauf ist vorgegeben, wir sind irgendwie Erfüllungsgehilfen für den Trainer, weil der Trainer hat sich das ausgedacht oder der Trainer freut sich vielleicht noch, weil es besonders kompliziert ist und heute habe ich eine Herausforderung für euch. Aber es findet ja keine Entscheidung statt. Und wenn wir jetzt einen Schritt zurückgehen, oder auch dann erstmal in die Übertragbarkeit ins Spiel, es gibt keine Übertragbarkeit ins Spiel, wird, wenn es eine Passform gäbe, wo es die abgeleitet aus einer Spielsequenz oder aus einer Spielsituation ist, dann sind die wenigsten Trainer heute richtig gut darin, diesen analytischen Kontext so zu übersetzen, dass die Spieler die Idee haben, okay, das ist die Situation im Spiel, weil das kann ich ja jetzt auch nicht, ich habe ja keine halbe Stunde auf dem Trainingsplatz, wo ich die Leute voll erzähle, sondern ich muss es ja so schaffen, dass ich sage, weiß ich nicht, wenn wir jetzt was wirklich üben wollen, analytisch, wo klar ist von A nach B nach C, weil es jetzt genau um ein Detail geht, und das war zum Beispiel herausragend bei Barca, weil der Frauentrainer von Barca sehr viele Vorträge bei uns gemacht hat und ich bei denen auch hospitieren durfte. Und es ist die beste Mannschaft der Welt, muss ich sagen. Das ist einfach unglaublich. Aber der dann eben sagt, es gibt bestimmte Details, für die müssen wir uns dann mal Zeit nehmen, auf dem allerhöchsten Niveau. Wohlgemerkt nicht, wir reden dann nicht über Ausbildung. Aber wo es halt einfach darum geht, okay, wir wollen jetzt diese eine Situation, Boxverteidigung erleben. Das heißt, es ist klar, es kommt jetzt gleich zur Flanke. Aber bei der Flanke, wo stehen die Innenverteidiger? Wo steht der Außenverteidiger? Wie ist deine Haltung? Wie ist deine Körperhaltung? Wo sind deine Hände? Wie musst du stehen, damit du alles im Blick hast? Wohin klären wir den Ball? Und. Okay, dann sind wir in dieser Detailtiefe. Wenn wir nicht in dieser Detailtiefe sind, dann wollen wir ja gerne in die Anwendung kommen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auch das Thema haben, dass natürlich viel und absolut zu Recht die Trainingsphilosophie Deutschland implementiert wird und weiter auch implementiert werden soll, dann basiert ja da die Grundidee darin, dass viel gespielt wird. Und dass viel gespielt wird, muss man ja insgesamt sagen, ist ja nichts gravierend Neues, dass Spielen besser ist als Üben. Und es geht auch gar nicht darum, dass jetzt irgendwie... Da muss ich dich einmal unterbrechen, aber es gibt ein Aber, über das reden wir beim nächsten Mal. Denn die Trainingsphilosophie Deutschland ist natürlich ein extrem wichtiges Thema, um die Kinder dahin zu führen, dass wir im Übergangsbereich dann wieder bessere Spieler haben, die dann oben in der Bundesliga oder in der A-Nationalmannschaft ankommen. Und wie das funktionieren kann, darüber reden wir beim nächsten Mal. Erstmal ganz, ganz lieben Dank, lieber Tim, dass wir dir bis hierhin in den Kopf des Trainers schauen durften. Deshalb so ein ganz abrupter Cliffhanger mit der Abschlussfrage. Ein Wort von dir noch bitte. Und zwar, welche Schulnote würdest du der Talentausbildung in Deutschland aktuell geben? 3+. 3+, okay, ist befriedigend, okay. Dann gucken wir dahinter, was dahinter steckt, wo wir Richtung 2 oder 1 gehen könnten oder wo wir vielleicht auch in Teilaspekten eine 4 oder eine 5 oder eine 6 haben. Darüber reden wir im nächsten Teil. Erstmal ganz lieben Dank, Tim, bis hierhin. Danke, ciao, tschüss. Ciao. Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Stage Dive Records, dein Tonstudio am Bodensee. www.stagediverecords.de